So, ich sehe, der Zustrom schwächt sich langsam etwas ab. Das heißt, ich würde sagen, wir starten. Wir haben heute ein äußerst dichtes Programm für Sie vorbereitet. Thema des heutigen Webinars ist die Umsetzung der Sorgfaltspflichten mit Pre-Wave, insbesondere vor dem Gesichtspunkt und den Anforderungen des BAFA-Fragenkatalogs. Das heißt, wir werden uns heute so ein bisschen das Lieferkettengesetz von hinten heran ansehen, nämlich von den Anforderungen des Fragenkatalogs zurückarbeiten auf die Anforderungen ans Projekt und die Anforderungen an die softwaregestützte Umsetzung. Oder anders gesagt, wie arbeite ich mit dem System, um im Endeffekt die Anforderungen des Fragenkatalogs und die Reporting Requirements erfüllen zu können? Und wie ist auch die Verbindung zwischen dem von Pre-Wave bereitgestellten Bericht? Wir stellen nämlich nun auch für alle Kunden unseren BAFA-Bericht zur Verfügung mit der Systempflege dahinter. Und da eben hier ein sehr starker auch Fokus auf System und auf die Anwendung liegt heute dieses Webinar in Alleinbesetzung, ohne Sebastian Rünz, aber so viel kann ich sagen, in enger Vorbereitung und Abstimmung auch mit Sebastian Rünz. Kurzer Hinweis noch, bevor wir in Medias Res gehen. Das Webinar wird aufgezeichnet und wir stellen auch die Aufzeichnung wieder im Nachgang zur Verfügung, ebenso wie wir die PowerPoint-Folien dann im Nachgang zur Verfügung stellen. Sie können auch bereits während der Präsentation Fragen stellen. Ich habe den Q&A-Bereich wieder mit einem Auge im Blick und versuche auch möglichst interaktiv auf die Fragen einzugehen, aber jedenfalls auch dann zum Ende des Webinars auf die noch nicht beantworteten Fragen einzugehen. Der Ablauf des heutigen Webinars wird grob in 3 Teilen erfolgen. Zuerst nochmal ein paar, sagen wir mal, theoretische Grundlagen über die Gestaltung des Berichts, auch gewisse begriffliche Trennungen, die auch immer wieder ab und an für Verwirrung sorgen und die wir vielleicht aufklären können. Dann ein kleiner Ablaufplan, das heißt, wie läuft eigentlich ein Projekt über ein Jahr ab? Ja, was ist hier wiederkehrend? Was ist hier vielleicht anlassbezogen? Was ist hier vielleicht ad hoc zu bearbeiten? Und dann nochmal einzelne Fallbeispiele, die auch also wesentliche Fragen, die bei unseren Kunden auch in der Abwicklung, in der Umsetzung auftreten, sollen adressiert werden. Zum Beispiel so Punkte wie, was ist, wenn ich ein abweichendes Geschäftsjahr habe, anlassbezogene Risikoanalyse, wann, wie, warum, wie gehe ich mit einer berichtspflichtigen Tochtergesellschaft um, die also selbst über 3000 Mitarbeitern hat. Und dann nahtloser Übergang in den Fragenkatalog, nämlich konkret in das Kapitel B, Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen, um dort mal wirklich sich die Fragen anzusehen und wie diese aus dem Pre-Wave-System beantwortet werden und wie hier eben die Verbindung zwischen dem System und der Beantwortung dieser Fragen besteht. Also ja, ich habe es schon vorweggenommen, glaube ich, war mein erster Satz, dichtes Programm, aber ich würde sagen, wir legen los. Zunächst mal, das BAFA hat nun das angekündigte und ersehnte Online-Portal bereitgestellt. ELAN K2, der Name. Es gibt also eine Guideline, mit der man sich registrieren kann. Auch viele unserer Kunden haben sich bereits registriert, haben uns auch schon zum Teil Einblick gewährt. Wichtigste Frage, die wir eben klären wollten und auch klären konnten, ist nun dieser Online-Fragebogen auch deckungsgleich mit dem PDF, das also das BAFA ja schon Ende letzten Jahres online gestellt hat. Und die Antwort ist bislang ja. Also das Online-Portal ist natürlich dynamisch und die Fragen sind entsprechend verschachtelt. Und wenn man Ja klickt, dann kommen Folgefragen. Wenn man Nein klickt, kommen andere Folgefragen. Das ist klar. Das ist aber auch im PDF ja so beschrieben. Bislang konnten wir also keine wesentlichen Abweichungen
des Online-Portals vom PDF-Fragebogen feststellen. Hier ein paar Screenshots, wie also dieses Online-Portal aussieht. Ja. Der Fragenkatalog, und das ist jetzt so ein Screenshot vom PDF-Fragenkatalog, der auf der BAFA-Webseite auch zur Verfügung steht, der ist ja den meisten hinlänglich bekannt. Der teilt sich in 5 Kapitel: Strategie, Verankerung, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen, Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen, Beschwerdeverfahren und Bewertung des Risikomanagements und Schlussfolgerungen. Und wir haben es auch bereits in unserem Webinar mit Sebastian Rünz im Januar diesen Jahres gesagt. Sagen wir mal, man sieht auch an der Verteilung der Antwortmöglichkeiten. B und C sind sicherlich die Hauptkapitel und auch aus der Perspektive von Prewave als Softwareanbieter jene Kapitel, wo also die meisten Fragen auch relevant sind und zu beantworten sind und eben auch softwarebasiert beantwortet werden können. Punkt E und A beispielsweise sind also auch von der inhaltlichen Gestaltung Bewertungen, die also sozusagen nicht systemisch erfolgen können, so sozusagen aus dem Projektteam oder aus der Umsetzungsgruppe dann heraus nochmal formuliert werden müssen. Ja. Und wir haben uns jetzt sozusagen die Einteilung so festgelegt, dass wir im heutigen Webinar uns auf das Kapitel B, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen fokussieren, und in einem Folgewebinar in etwa 2 Wochen, das wird dann noch angekündigt, das Kapitel C, Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen entsprechend erläutern. Auch weil der Umfang, und das hat sich schon in der Vorbereitung gezeigt, entsprechend ist, dass sich auf jeden Fall auch in dieser Trennung ein einstündiges Webinar gut fühlen lässt. Diese Unterscheidung Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen und Verletzungen und Abhilfemaßnahmen ist also eine grundlegende Trennung auch in den Prinzipien des Gesetzes, ja, und auch in den Prinzipien des Risikomanagements. Und die Trennung ist richtig, die macht Sinn, und die ist aber eine, die immer wieder für ein bisschen Verwirrung sorgt oder meines Erachtens noch nicht hinlänglich klargestellt wurde. Und ich möchte jetzt mal eingangs sozusagen noch diese Trennung Risikoanalyse und Prävention gegenüber Verletzung und Abhilfemaßnahmen verdeutlichen. Und da habe ich sozusagen eine Folie dazu vorbereitet. Links also sozusagen Kapitel B und auch ein wesentlicher Teil des Risikomanagements, der auch für sich abgegrenzt ist, nämlich die Risikoanalyse und die daraus folgenden Präventionsmaßnahmen. Das Risiko, ja, das ist eben die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses. Und ich habe sozusagen jetzt einmal, um es zu verdeutlichen, das Thema eines Hochwassers oder einer Überflutung genommen. Ja, hier Hochwasserkarte Niederlande. In welchen Regionen ist die Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers höher oder niedriger? Und aus dieser Wahrscheinlichkeit leite ich Prävention ab, nämlich Maßnahmen, um diese Wahrscheinlichkeit, dass dieses unerwünschte Ereignis eintritt, zu verringern. Das wäre dann der Bau eines Damms oder Deiches, ja, in den Niederlanden oder sonst wo. Ja. Auf der Seite der Verletzung und Abhilfemaßnahmen, da ist das unerwünschte Ereignis bereits eingetreten. Ja, das heißt, das Hochwasser ist da und die Abhilfe zielt darauf ab, den Schaden zu minimieren oder dieses unerwünschte Ereignis zu beheben, zu lösen. Ja. Und das sind so grundsätzliche Trennungen, die eben auch im Bericht entsprechend getrennt sind und die aber auch in der prozessualen Umsetzung getrennt sind. Ja. Und das wird sich sozusagen auch in den nächsten Folien immer wiederholen. Und daher wollte ich das nochmal zuerst so plakativ veranschaulichen. Wie ist das nun in Prewave? Ja, also welche Bereiche von Prewave sind jetzt links oder rechts? Das Risiko ist eben klar der 360-Grad-Score, ja, also wo eben aus verschiedensten
sozusagen Komponenten der Länder, Industriebewertung, Bewertung des Medienrisikos, der Bewertung aus den Assessments, aus den Maßnahmen und auch aus der internen Einschätzung oder Beschwerdemechanismus ein Gesamtrisiko ermittelt wird. Aber das Risiko beschreibt eben auch eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es bei dem Lieferanten zu einem unerwünschten Ereignis kommt, also eigentlich zu einer Verletzung kommt. Ja? Aber es geht um die Wahrscheinlichkeit. Dieses Risiko wird dann priorisiert. Das wird in der Risikomatrix eben gegenübergestellt mit den Angemessenheitskriterien Einflussvermögen, Verursachungsbeitrag. Und eben in dieser Kombination Risiko und Angemessenheitskriterien komme ich dann auf die priorisierten Risiken. Und auf diese priorisierten Risiken leite ich dann meine Präventionsmaßnahmen ab. Und das ist also im sogenannten Action Planner, wo man also die Präventionsmaßnahmen dann im System setzt, werde ich dann auch nachher in einer kurzen Demonstration natürlich noch zeigen. Die Verletzung, ja, das heißt auf der rechten Seite, kann aus unterschiedlichen Quellen erkannt werden oder entstehen. Ja. Das ist einmal klar das Medienmonitoring. Das heißt, wir erkennen in den Medien, dass es Berichte gibt über menschenrechts- oder umweltbezogene Verletzungen bei einem Lieferanten, entweder laufend oder als Ergebnis des historischen Screenings. Beides sind Verletzungen, die Abhilfe erfordern, insofern sie sozusagen, und da komme ich gleich dazu, natürlich als relevant bewertet wurden. Es gibt aber noch andere Quellen, aus denen Verletzungen entsprechend bekannt werden oder entstehen können. Das ist einerseits der Beschwerdemechanismus und das sind, ich habe es jetzt mal sonstige Findings genannt. Ja, das kann zum Beispiel ein internes Audit oder ein einfacher Lieferantenbesuch sein, wo vielleicht ein Einkäufer oder ein interner Auditor ja, gewisse Missstände bei einem Lieferanten bemerkt und sozusagen eigentlich eine Verletzung feststellt. Ja. Das können auch interne Whistleblower sein, die vielleicht auch anonym Missstände bei Lieferanten melden. Oder das kann ein On-Site-Audit sein, auch natürlich von einem Third-Party-Auditor, wo eben auch aus dem Audit heraus, aus der Kontrollmaßnahme heraus gewisse Findings entstehen, die auch als Verletzung gesehen und die dann eben auch wieder eine Abhilfemaßnahme erfordern. Als Übergang sozusagen von der möglichen Verletzung, also gerade beim Medienmonitoring geht es ja oft um mögliche Verletzungen, nur dass, weil der Alert da ist, ist klarerweise noch keine Verletzung passiert, sondern es wurde mal berichtet und von der KI sozusagen gefasst und dargestellt. Der Übergang ist das Incident Review. Ja, das heißt also die interne Bewertung. Ist dieser Fall nun tatsächlich relevant? Leite ich hier also Abhilfemaßnahmen tatsächlich in Folge ein oder eben nicht? Und das Incident Review ist eben die Möglichkeit, die wir unseren Kunden geben, um diese Entscheidung zu dokumentieren. Denn das ist ja auch das Wichtige, das ist die Dokumentationspflicht zu erfüllen. Das heißt also entsprechende Entscheidungen. Ich habe Kenntnis erlangt über zum Beispiel eine Beschwerde, das wäre das gleiche Prinzip. Bin aber zu dem Schluss gekommen, dieser Beschwerde gehe ich nicht nach, weil nicht relevant, hier fehlt der Gehalt, betrifft nicht einen unserer Lieferanten, Lieferant ist nicht mehr aktiv. Diese Entscheidung zu dokumentieren und das ist im Incident Review. Und die Abhilfemaßnahmen werden dann eben auch im Action Planner oder direkt am Alert hinterlegt. Und das sind dann im System die sogenannten Remedial Actions. Und genau für diese rechte Seite, also diesen Verletzung, Abhilfemaßnahmen, soll eben das künftige Webinar nochmal dienen. Wir haben da also sozusagen ein Flowchart vorbereitet, wie also auch wir sozusagen unseren Kunden eine Handreichung geben, sozusagen diese Dokumentationspflicht zu erfüllen und diese Verletzungen entsprechend strukturiert zu bewerten und abzuarbeiten oder Abhilfemaßnahmen zu definieren. Ich werfe mal ganz kurz einen Blick auf die Fragen, weil da haben schon einzelne Fragen sozusagen sind reingekommen. Wie kann man den kompletten Fragebogen aus dem BAFA-Tool herunterladen? Ich konnte diese Funktionalität nicht finden. Kann ich leider persönlich nicht beantworten, weil wir als Softwareanbieter keinen Zugriff auf das Portal haben, sondern unsere Kunden haben Zugriff. Ich weiß, dass es diese Möglichkeit eines PDF-Exports gibt.
Habe hier aber gesehen, dass man also eben, wie Sie richtig sagen, es wird nur das exportiert, was man also ausgewählt hat. Also nicht alle Kombinationsmöglichkeiten. Ja, das ist, stimmt. Ja, das habe ich auch so bislang festgestellt. Eine kurze klarstellende Frage. Wie verhalten sich bei Pre-Wave 360-Grad-Scoring und Medienscreening? Nach meinem Verständnis ist das Medienscreening ein Bestandteil des 360-Grad-Scorings. Das ist korrekt. Das Medienscreening ist also eine weitere Möglichkeit, auch das Risiko bei einem Lieferanten zu bewerten. Also unter der Annahme, ein Lieferant, wo eben wiederholt gewisse Verletzungen in der Vergangenheit passiert sind, hier ist eben auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass in Zukunft ähnliche Verletzungen passieren. Ja, und gleichzeitig gibt es also auch eben immer die Frage der Wirksamkeitsanalyse. Ja? Und das ist auch eine der Fragen, die also im BAFA-Fragenkatalog im Kapitel B sind, nämlich wie wird eben die Wirksamkeit analysiert. Und auch da ist das Medienmonitoring eben hilfreich, weil ich sage, also de facto alle Verletzungen, die passieren, müssen einen Rückfluss in die Risikobewertung haben, um eben genau diesen Kreislauf zu schließen. Das heißt, ich erkenne ein Risiko, ich setze Maßnahmen, dann passiert aber doch wieder etwas, dann muss ja das Risiko sich wieder entsprechend erhöhen, um wieder eine weitere, vielleicht noch eskalierendere Folgemaßnahme auszulösen. Ja, also diesen Kreislauf, der muss im System eben abgebildet sein. Ich sehe, es kommen noch weitere Maßnahmen, weitere Fragen. Ich gehe aber weiter im Programm, da tatsächlich sozusagen noch einiges vor uns liegt. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen. Also jetzt sozusagen Einstieg in die konkreten Fragen des BAFA-Fragenkatalogs. Und jetzt werde ich also versuchen, einerseits anhand von PowerPoint-Folien, aber auch interaktiv im System zu demonstrieren, wie können wir also nun diese Fragen beantworten und was ist die Grundlage für die Beantwortung dieser Fragen. Erste Frage im Kapitel B ist, wurde im Berichtszeitraum eine regelmäßige jährliche Risikoanalyse durchgeführt, um menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu ermitteln, gewichten und priorisieren. Und da sind schon mal einige besondere Wörter drin, die auch erläutert werden müssen, nämlich Berichtszeitraum, regelmäßig, ermittelt, gewichtet und priorisiert. Das sind also entsprechende Definitionen, die immer wiederkehren. Ja. Die Antwortmöglichkeiten sind dann auf diese Frage ja für den eigenen Geschäftsbereich, ja für unmittelbare Zulieferer oder nein als Multiple Choice. Und also die Antwort natürlich hier wäre zweimal ja, nämlich auf 113 und 114 zweimal ja zu geben, denn das ist tatsächlich die gesetzliche Erfordernis, eine regelmäßige Risikoanalyse sowohl für den eigenen Geschäftsbereich als auch für unmittelbare Zulieferer einmal jährlich durchzuführen. Ich habe jetzt sozusagen einen kleinen Ablaufplan vorbereitet, der also auch ein bisschen visualisieren soll, was ist nun der Berichtszeitraum, was ist die Abgabefrist, das heißt, bis wann ist der Bericht abzugeben und was muss also in diesem Berichtsjahr oder Berichtszeitraum erfolgen. Und dann noch mit der Komplexität, da habe ich noch eine Folie dazu, wie ist das also dann mit einem abweichenden Geschäftsjahr. Ja, aber hier jetzt mal die Betrachtung reguläres Geschäftsjahr. Also wir nehmen das aktuelle Jahr, 1.1.2023 bis 31.12.2023. Innerhalb dieses Jahres, unter der Annahme, ich befinde mich in einem regulären Geschäftsjahr, also mein Unternehmen hat ein reguläres Geschäftsjahr, muss ich also in diesem Jahr sowohl einmal eine regelmäßige Risikoanalyse für den eigenen Geschäftsbereich durchführen und abschließen und infolgedessen Präventionsmaßnahmen ableiten. Und das Gleiche gilt für den Bereich der Lieferanten. Ja, also eben eine weitere regelmäßige Risikoanalyse, die dann eben für den Lieferantenkontext entsprechend gilt und auch da wieder entsprechende Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Und eben genau diese Ergebnisse dieser beiden entsprechenden Arbeitsschritte
fließen dann in die Berichtsvorbereitung und in die Abgabe des Berichts ein. Die Abgabefrist des Berichts ist 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres. Kommen gleich dazu, was das dann eben für das abweichende Geschäftsjahr bedeutet. Nur 2023, also nur in, Verzeihung, 2024, das ist hier also ein Fehler, das muss ich noch korrigieren, nur 2024, also für das allererste Jahr sozusagen, gibt es eine besondere Nachfrist, nämlich bis Ende Mai. Ja, und die gilt eben auch bei abweichendem Geschäftsjahr bis Ende Mai. Aber das ist nur im ersten Jahr. Danach sind es immer die 4 Monate nach Ende des Berichtszeitraums bzw. Geschäftsjahres. Die regelmäßige Risikoanalyse Lieferanten teilt sich eben auch gemäß Handreichung Risikoanalyse in mehrere Schritte. Das ist die Vorbereitung, das ist die abstrakte und die konkrete Risikoanalyse und die Gewichtung und die Priorisierung. Wir haben also hier auch die Folie, die viele von Ihnen schon kennen, vorbereitet, die eben auch nochmal diese in der Handreichung beschriebenen Schritte mit der Systematik von Pre-Wave gegenüberstellt. Ja, das heißt, die Vorbereitung ist sozusagen inhaltlich das Thema Überblick verschaffen. Wo habe ich überhaupt Lieferantendaten im Unternehmen? Diese Daten zu sammeln, diese Daten aufzubereiten und dann eben sozusagen in die Risikoanalyse zu übergeben. Dann eben abstrakte Risikobetrachtung, Länder-Branchenrisiko, konkrete Risikobetrachtung über Medienscreening und weiterführende Informationen, de facto 360-Grad-Scoring, Gewichtung und Priorisierung in der Risikomatrix unter Berücksichtigung der Angemessenheitskriterien und dann die Maßnahmenplanung. Wichtig eben auch zu verstehen ist, dass also die zeitliche Staffelung sozusagen dieser Risikoanalysen nicht zwingend vorgegeben ist. Also es ist nicht zwingend, dass man also am 1.1. mit der Risikoanalyse beginnt. Es ist wichtig, dass man sie innerhalb des Berichtszeitraums abschließt, ja, und dass man eben auch bereits Präventionsmaßnahmen definiert hat. Die haben oder müssen noch nicht alle sozusagen abgeschlossen sein. Ja, also das gibt auch die Möglichkeit, sozusagen einen Status der Maßnahmen dann zu berichten. Aber es muss zumindest klar sein, dass diese Prozessschritte der Risikoanalyse abgeschlossen sind und in die Präventionsmaßnahmenplanung übergegangen ist, sodass man eben auch über die bereits umgesetzten Präventionsmaßnahmen berichten kann. Und das ist schon die Frage im Gesetz, welche Präventionsmaßnahmen wurden bereits umgesetzt. Ja. Das heißt auch, und das sehen wir auch bei unseren Kunden, dass eben auch die Vorbereitung natürlich komplex ist, gerade in komplexen Konzernen, dass also durchaus eine Analyse in Wellen legitim ist. Ja, also dass ich sage, ich habe eine erste Welle an Lieferanten, die eine Risikoanalyse erfahren, wo ich dann schon nach Ende eine Präventionsmaßnahmenableitung durchführen kann. Parallel dazu beginnt etwas später eine zweite Welle. Und das ist eben auch im Pre-Wave-System möglich. Ich kann mehrere Risikoanalysen anlegen, die eben auf unterschiedliche Bereiche, auf unterschiedliche Gruppierungen von Lieferanten abzielen und die ich dann alle in Summe zum Bericht freigeben kann, sodass eben dann der Bericht, dann eben, der hier abgegeben wird und hier sozusagen auch unterstützend mit Pre-Wave vorbereitet wird, eben eine Summe aus mehreren regelmäßigen Risikoanalysen bei Lieferanten darstellt. Ein sozusagen Punkt, der auch immer wieder sozusagen für Fragen sorgt, ist, wie gehe ich also mit gerade in großen Konzernen mit Tochtergesellschaften um, die also selbst berichtspflichtig sind. Hier sozusagen gibt es also auch aus den FAQs, die also auch auf der BAFA und ich glaube BEMAS Webseite publiziert sind, eine Klarheit, ja, nämlich was die Risikoanalyse und die Maßnahmenplanung betrifft, muss ja die Mutter ohnehin für die gesamten, den Scope der gesamten Töchter übernehmen. Das heißt also, wenn bestimmender Einfluss der Mutter ausgeübt wird, kann sich die Tochter
die selbst berichtspflichtig ist, auch auf die Risikoanalyse und Maßnahmenplanung der Mutter berufen, weil diese sozusagen dann diese Analyse und Maßnahmenplanung für die Tochter übernimmt. Das Gleiche gilt auch für die, oder nicht das Gleiche, aber ähnlich in der Berichtspflicht. Das heißt, es ist sehr wohl erforderlich, dass also die berichtspflichtige Tochtergesellschaft einen eigenen Bericht eben in diesem vorgezeigten BAFA-Portal abgibt, kann aber hier Inhalte aus dem Bericht der Mutter übernehmen. Das heißt also de facto eine Kopie des Berichts der Mutter mit aber angepassten Zahlen abgeben. Das heißt also die Zahl der Präventionsmaßnahmen, die Zahl der Risikolieferanten, wenn und wo man sie berichtet, wäre natürlich geringer oder wäre anzupassen, aber Textblöcke und sonstige sozusagen Strukturen können da auch von dem Bericht der Mutter übernommen werden. Für das Pre-Web-System bedeutet das, und so haben wir es auch bis dato immer umgesetzt, dass eben, wenn wir eine Konstellation haben, Muttergesellschaft und darunter 2 berichtspflichtige Tochtergesellschaften, dass eben sowohl die Mutter als auch die Tochtergesellschaften im System aufgesetzt werden und eben die Mutter die Summe der Lieferanten des gesamten Konzerns zugewiesen bekommt, auch mit der Summe des Spends der Lieferanten des gesamten Konzerns und die Tochtergesellschaften eben ihren Bereich, das heißt die Lieferanten aus ihrem Bereich auch mit ihrem Spend entsprechend im System hinterlegt haben. Und so lassen sich eben auch die Risikoanalysen entsprechend trennen und eben auch diese Berichte entsprechend für die Tochtergesellschaften, aber auch für die Mutter aus dem System entsprechend getrennt generieren. Ich werfe kurz mal parallel einen Blick auf die Fragen. Ist es möglich, die Risikoanalyse für den eigenen Geschäftsbereich zu einem früheren Zeitpunkt als die Risikoanalyse für die Lieferanten durchzuführen? Wenn ja, was ist zu beachten? Wie gesagt, also das ist genau das, was ich hier versuche, in dieser Folie auch darzustellen. Die Vorgabe ist eben nicht, dass alle Risikoanalysen gleichzeitig beginnen. Die Vorgabe ist schlichtweg, dass alle Risikoanalysen regelmäßiger Natur im Berichtsjahr, im Berichtszeitraum abgeschlossen sind. Ja, und das ist sozusagen die Erfordernis. Das ist natürlich, kann zeitlich unterschiedlich sein. Gut, ich sehe jetzt aktuell keine Frage, die unmittelbar auf diesen Punkt abzielt und gehe daher noch weiter zum nächsten Punkt, nämlich der Frage abweichendes Geschäftsjahr. Auch da schafft sozusagen das FAQ auf der BAFA-Website etwas Klarheit. Nämlich hier wird eben klar definiert, dass die Abgabefrist für den Bericht spätestens 4 Monate nach dem Ablauf des Geschäftsjahres, welches im Kalenderjahr 2023 abläuft, abzugeben ist. Ja, das heißt, hat zum Beispiel jemand ein Geschäftsjahr, das vom 1.11.2022 bis zum 31.10.2023 läuft, dann ist also eben das Geschäftsjahr, das im Kalenderjahr 2023 abläuft und dann habe ich noch 4 Monate. Und das bringt mich dann in diesem konkreten Beispiel dann regulär zum Ende Februar. Im ersten Jahr sozusagen allerdings wieder unter Korrektur dieses Tippfehlers da oben bis zum 31.05.2024. Also diese Nachfrist, die ist sozusagen definiert, die ist nicht relativ, sondern die ist absolut definiert. Das heißt also, mit abweichendem Geschäftsjahr in dieser Form hier etwas mehr Zeit, auch die Berichtsvorbereitung dann durchzuführen. Gut, ich möchte jetzt kurz eben den Sprung ins System machen. Bleibt vielleicht auf dieser Folie, um eben nochmal ganz kurz die einzelnen Schritte auch darzustellen und auch kurz zu zeigen, wie wird nun sozusagen die Berichtsgenerierung aus Pre-Wave erfolgen und wie sozusagen muss dazu im System diese Risikoanalyse angelegt werden, damit eben auch dieses Berichtswesen entsprechend durchgeführt werden kann. Ich habe hier mal einen Beispielbericht vorbereitet. Das ist also der aus Pre-Wave generierte Bericht. Den habe ich jetzt hier
Das ist eigentlich eine Excel-Datei, habe ich jetzt hier zur einfacheren Darstellung in einem Google Sheet nochmal hochgeladen. Wir haben also die Fragen aufgeteilt auf die Kapitel, haben die Antwortmöglichkeiten und aus dem System heraus werden dann eben die entsprechenden Antwortmöglichkeiten angehakt, wenn eben die Daten auch entsprechend dahinter gepflegt sind. Das heißt also, die eben vorher gezeigte erste Frage, B11, wurde im Berichtszeitraum eine regelmäßige Risikoanalyse durchgeführt. Ja für den eigenen Geschäftsbereich, ja für unmittelbare Zulieferer, in dem Fall angekreuzt. Warum? Und das kann man dann eben hier aus sozusagen der Spalte G eben auch nochmal entsprechend nachvollziehen, weil eben hier eine regelmäßige Risikoanalyse im System für den eigenen Geschäftsbereich stattgefunden und angelegt wurde, die zum Bericht freigegeben wurde. Und Gleiches gilt für die regelmäßige Risikoanalyse für Lieferanten. Und das möchte ich jetzt kurz zeigen. Wie ist diese anzulegen? Also was ist hier sozusagen auch die vom System vorgegebene Struktur, mit der man hier arbeitet? Und ich bleibe dazu sozusagen beim Beispiel der Risikoanalyse für unmittelbare Zulieferer. Es ist aber für den eigenen Geschäftsbereich also ähnlich. Auch deswegen, weil also nicht alle unsere Kunden die eine Risikoanalyse für den eigenen Geschäftsbereich mit Prewave machen, aber alle unsere Kunden die Risikoanalyse für ihre Lieferanten mit Prewave machen. Also im Prewave-System gibt es ja den Bereich Analyse. Das ist jener Bereich, wo eben die Risikoanalysen stattfinden und verankert sind. Hier habe ich die Möglichkeit, eben neue Risikoanalysen anzulegen. Seit etwas mehr als einem Monat gibt es also auch die Möglichkeit, ganz konkret zu sagen, und das haben wir eben auch gemacht, weil eben mehr Informationen gefragt sind, zu unterscheiden, mache ich eine Standard-Risikoanalyse oder mache ich eine LKSG-Risikoanalyse. Ja, und in dem Fall mache ich eine LKSG-Risikoanalyse, der ich dann auch einen entsprechenden Namen gebe. In dem Fall eben regelmäßige Risikoanalyse unmittelbare Zulieferer. Perspektive, auch dann so verknüpft, dass eben in einer LKSG-Analyse nur LKSG-Perspektiven zulässig sind. Das Datum eben, um in dem vorherigen Beispiel zu bleiben, wäre dann eben der Beginn, der 1.1.2023. Auch deswegen, und ich springe nochmal kurz zurück, weil sozusagen eben auch klarzustellen ist, mit welcher Datenbasis gehe ich in diese Risikoanalyse. Und hier beginne ich eben auch mit der Risikoanalyse zum Stichtag 1.1.2023. Das heißt, ich betrachte auch als meine Basis für die Risikoanalyse alle zum 1.1. aktiven Lieferanten. Und das ist eben sozusagen auch natürlich zu berücksichtigen, was ist denn die Basis, auf der ich mich hier mit meiner Risikoanalyse entsprechend beziehe. Und was ist der Stichtag, mit dem ich eben analysiere. Und das kann jetzt eben auch sein, dass man sagt, man beginnt mit der Vorbereitung, und so ist es ja auch hier. Die Vorbereitung beginnt am 1.1. Das heißt zum Beispiel der Abzug der Daten aus dem System ist zum Stichtag 1.1. Das sind die zum 1.1. aktiven Lieferanten. Die brauchen dann vielleicht einen Monat, bis sie vorbereitet sind und ins System geladen sind. Trotzdem aber ist ja der Datenstand dann der 1.1. Und das ist auch der Teil, wo die Vorbereitung begonnen hat. Und würde ich daher auch im System dann als den 1.1. Den Stichtag dieser Risikoanalyse hinterlegen. Habe ich zum Beispiel erst zum 1.3. begonnen und habe den Datenstand 1.3., dann würde ich das sozusagen als den Stichtag der Risikoanalyse auch im System hinterlegen. Spend und Umsatz, mit dem ja unter anderem das Einflussvermögen ermittelt werden, sind natürlich dann aus dem Vorjahr. Ja, also das ist natürlich auch klar, dass ich den Spend entweder als gemittelten Wert aus den Vorjahren oder unmittelbar aus dem eben zuvor abgeschlossenen Jahr dann nehme. Und Gleiches gilt dann auch für den Jahresumsatz. Die Periode ist dann eben jene Periode, in der die Risikoanalyse durchgeführt wurde. Das wird also auch abgefragt hier in Frage 117. In welchem Zeitraum wurde die jährliche Risikoanalyse durchgeführt? Und das betrifft eben dann sowohl die für den eigenen Geschäftsbereich als auch die für die Lieferanten. Und das ist sozusagen dann, wenn man so möchte, die Summe. Wir werden das in Zukunft sozusagen auch nochmal alle Risikoanalysen, die also freigegeben sind,
hier aufschlüsseln und die Periode dieser jeweiligen Risikoanalysen darstellen, um eben auch den Kunden Rechnung zu tragen, die eben in Wellen sozusagen auch im System arbeiten, weil ja hier tatsächlich Risikoanalysen dann in unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden haben. Kurzer Hinweis: In den Details des Reports werden eben auch die Risikoanalysen, die jetzt diesem Report zugrunde legen, auch unten nochmal dargestellt. Also das ist eben ganz entscheidend, wenn ich den Bericht aus dem System generiere, und ich zeige auch gleich, wo das dann funktioniert, weil die Frage auch hier da war, ist es eben ganz entscheidend, welche sind denn nun aktiviert. Die müssen auch für den Bericht freigegeben werden und die kann ich eben hier auch nachvollziehen. Möglicherweise sind hier dann Risikoanalysen auch dann dabei, die vielleicht versehentlich freigegeben sind. Dann muss ich die wieder deaktivieren, den Bericht nochmal neu generieren. Und natürlich auch, klar, diese Freitextinformationen, die ja dann auch im Online-Portal entsprechend abzugeben sind natürlich von unserer Seite dann immer nur mal Grundlagen, ja, mit denen Sie weiterarbeiten können. Klar, in vielen Fällen kann man hier so direkt übertragen und auch abgeben, aber in manchen Fällen wollen Sie dann vielleicht auch das anders formulieren und anders abgeben und das ist natürlich dann obliegt natürlich jedem Unternehmen, jedem Kunden selbst. Wichtig ist eben, dass wir hier die Grundlagen, wie im System die Daten vorliegen, wie die Risikoanalysen durchgeführt werden, entsprechend transparent und klar darstellen. Zurück sozusagen zur Risikoanalyse. Wichtig dann eben hier, ich mache die regelmäßige Risikoanalyse für unmittelbare Zulieferer. Das heißt, ich markiere eben hier in Type of Regularity, dass es eine Regular Risk Analysis ist und keine Ad hoc, das wäre dann die anlassbezogene. Und ich sage eben, der Scope dieser Risikoanalyse sind eben meine Tier 1 Lieferanten, das heißt meine unmittelbaren Zulieferer. Im eigenen Geschäftsbereich würde ich dann eben hier sagen Own Business Area und würde auch entsprechend natürlich den Namen der Risikoanalyse anpassen. Also das sind mal die grundlegenden Informationen, wie eben eine reguläre Risikoanalyse für unmittelbare Zulieferer im System anzulegen ist. Damit ist sie noch nicht im Bericht, denn ich muss sie erst im letzten Schritt freigeben. Dazu komme ich noch. Und sozusagen die Basis ist dann aber im System. Ja, und wenn wir da sozusagen den Blick jetzt werfen in sozusagen die Struktur, also die Schrittfolge, wie die Risikoanalyse durchzuführen ist, dann wäre eben der nächste Schritt die abstrakte Risikoanalyse und dann die konkrete Risikoanalyse. Und die abstrakte Risikoanalyse ist eben auch laut Handreichung auf alle Lieferanten durchzuführen und erstmal eben eine Einstufung über Länder-Branchenrisiko in einer Oder-Formulierung. Ja, und eine weitere Spezialität ist eben, dass also in dieser Selektion dann der wesentlichen Lieferanten auch, und so ist auch in der Handreichung beschrieben, Art und Umfang der Geschäftstätigkeit berücksichtigt werden sollten. Also wenn man so möchte, eben auch Lieferanten, die nicht in einem Risikoland oder nicht in einer Risikoindustrie sind, aber eben durch Art und Umfang der Geschäftstätigkeit trotzdem sozusagen risikobehaftet sind, potenziell risikobehaftet sind, weil ich bin hier ja noch abstrakt, oder eben so wesentlich sind für mich, weil sie eben einer meiner größten Lieferanten zum Beispiel sind, die würde ich dann auf jeden Fall mitnehmen. Und genau dieser Struktur haben wir jetzt im System auch nochmal Rechnung getragen, indem wir also hier nun diesen Übergang von abstrakt zu konkret systematisch festgehalten haben, nämlich über diesen Punkt hier unten. Das heißt also, Sie können nun Grenzwerte definieren für das Länderrisiko und das Branchenrisiko. Das ist standardmäßig auf 55, also den Scorewert im Länderrisiko oder Branchenrisiko von 55 oder geringer gesetzt. Warum? Weil das ist der Übergang von mittel zu hoch. Zeige ich auch nachher gleich in einer Darstellung. Und das Purchase Volume, um eben diesen Art und Umfang der Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen. Das heißt, dass Lieferanten, wo Sie also mehr als 1 Million Euro Purchase Volumen haben, und das ist natürlich ein Wert, der jetzt mal standardmäßig vom System vorgeschlagen wird, aber der auch auf Ihre Bedingungen dann anzupassen sind, dass diese Lieferanten für die konkrete Analyse vorgeschlagen werden.
Wie sieht das aus? Im nächsten Schritt sind wir hier in der Lieferantenauswahl. Ich habe hier jetzt 10.408 Lieferanten insgesamt hinterlegt. Das heißt, das wäre so im Trichter sozusagen dieser Bereich. Und nun gibt es also hier neuerdings ein Symbol, einen kleinen Stern, der eben markiert, wann ein Lieferant vorgeschlagen wird, in die konkrete Risikoanalyse ihn zu übernehmen. Ja, und da gibt es dann hier auch sozusagen einen Tab, Recommended. Und hier habe ich jetzt von diesen 10.408 über diese Grenzwerte, das heißt eben alle Lieferanten, die entweder im Länderrisiko oder im Industrierisiko, das ist auch hier nochmal dargestellt, oder vom Purchase Volume mehr als 1 Million Euro haben, werden dann eben in diesen Recommended-Bereich übernommen. Und das wäre sozusagen der Standardfall, wo ich sage, für diese Selektion der Lieferanten mache ich jetzt die konkrete Analyse. Und das bedeutet eben in dem Fall einerseits alle markieren, zur Analyse hinzufügen, das heißt zur konkreten Analyse hinzufügen. Damit kommen Sie in die Risikomatrix und dann das Screening für diese Lieferanten entsprechend anfordern, weil das ist ja jene Maßnahme, die wir also in der konkreten Betrachtung dann für alle Lieferanten durchführen. Das heißt, wir prüfen das historische Medienrisiko. Und als Ergebnis habe ich dann eben die Risikomatrix, die konkrete Risikoanalyse, wo Screenings durchgeführt worden sind und dann die Lieferanten in der Risikoanalyse entsprechend, in der Risikomatrix entsprechend dargestellt werden. Und das sozusagen die Systematik, die wir empfehlen, von der natürlich auch abgewichen werden kann, ist 55 als Grenzwert sozusagen hier verankert von mittel zu hoch. Ja, kann abgewichen werden, wenn ich viel zu viel oder viel zu wenig Lieferanten dann im roten Bereich habe, natürlich. Ja, und kann von diesem Empfehlung des Umsatz, des Spends abgewichen werden, natürlich. Wäre sogar empfehlenswert, diesen Wert eben auf die persönliche Beschaffung sozusagen zu konkretisieren. Aber wir kommen gleich weiter im Prozess. Ich gehe aber mal sozusagen zu den nächsten Fragen, weil sozusagen sind dann eben genau diese Ergebnisse dann im Detail gefragt. Die nächste Frage sozusagen in der Grundlage ist dann, wurden im Berichtszeitraum auch anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt? Und die anlassbezogenen Risikoanalysen unterscheiden sich eben dadurch, dass sie eben nicht zwingend durchgeführt werden müssen, ja, also eben nicht zwingend einmal jährlich, sondern eben auf Basis eines Anlasses. Und das heißt, die können irgendwann im Laufe des Berichtszeitraums auftreten, eben wie der Anlass entsprechend entsteht. Ein Anlass kann sein, eben zum Beispiel die Gründung eines neuen Standorts, Akquise einer Gesellschaft, sozusagen ein neues Produkt wird eingeführt mit einer ganz neuen Lieferkette, die da dahinter steht. Und zum Beispiel im Fall der Gründung eines neuen Standorts muss ich eben auch wieder eine anlassbezogene Risikoanalyse für Lieferanten, aber auch für den eigenen Geschäftsbereich entsprechend im System anlegen. Und diese Ergebnisse sozusagen fließen dann auch wieder in die Berichtsvorbereitung ein. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Anlässe sehr spät zum Berichtszeitraum kommen, ja, und dass ich möglicherweise auch die Risikoanalyse gar nicht abschließen kann, ja, weil ich vielleicht innerhalb von 2 Wochen jetzt also eine Risikoanalyse für diesen Anlass nicht abschließen kann, aus verschiedensten Gründen. Dann ist es aber trotzdem so, dass, weil der Anlass in dem Berichtszeitraum liegt, sehr wohl auch im Bericht, der sich auf diesen Berichtszeitraum bezieht, zumindest die anlassbezogene Risikoanalyse erwähnt werden muss. Ja, das heißt, dass sehr wohl eben auch der im System dann hinterlegte Stichtag und die Periode zumindest das Berichtsjahr 2023 in dem Fall berührt, ja, also dass die zumindest zum Teil drin ist, weil dann wird sie eben auch in den Bericht für das Bericht 2023 übernommen. Auch wenn klar ist, dass dann diese also noch sozusagen im Status, also in Progress sozusagen ist. Ja. Und letzter Punkt, nur ein bisschen auch sozusagen, um
auch einer weiteren Frage, die immer wieder kommt, vorwegzunehmen. Also natürlich entstehen ja auch im Laufe sozusagen in einem Jahr im Leben eines LKSG-Projekts natürlich auch neue Lieferanten, also die ja ganz natürlich über den Geschäftsbetrieb entsprechend ongeboardet werden und entstehen. In welche Risikoanalyse gehören die denn nun? Ja, also in die sozusagen hier des bereits laufenden Jahres oder dann ins nächste? Und nach Gesetz sind die dann eben Teil der Risikoanalyse des nächsten Berichtsjahres, weil ich ja für diese Risikoanalyse mit dem Stichtag 01.01.2023 begonnen habe, dementsprechend auch mit der Datenbasis von diesem Stichtag arbeite und demnach diesen Lieferanten dort nicht kenne und ihn auch nicht noch zusätzlich berücksichtigen muss, sondern eben in der Risikoanalyse des nächsten Jahres zum Stichtag 01.01.2024, da ist dann dieser Lieferant, sofern er noch aktiv ist zu diesem Zeitpunkt, dann eben Teil dieser Risikoanalyse. Das ist sozusagen das Gesetz und das kann man so machen. Natürlich ist es, wenn man sich das mal überlegt, sinnvoll, Lieferanten, die neu ongeboardet werden, schon im Selektionsprozess einer unmittelbaren Analyse zu unterziehen, um dann nicht sozusagen im nächsten Jahr böse Überraschungen zu erleben. Ja, das heißt, also ein Lieferant, den ich dann ongeboardet habe, wo ich dann erst nach einem Jahr draufkomme und nach einem halben Jahr, ja, der hat aber massive menschenrechtliche Risiken, hätte ich schon vor einem halben Jahr wissen können, dann hätte ich ihn gar nicht selektiert. Also hier natürlich sinnvoll sozusagen, dass gerade für gewisse Risikobereiche, natürlich nicht für alle Lieferanten, auch hier wieder natürlich risikobasiert, aber eben risikobasiert vorzugehen und möglicherweise sofort oder schon im Selektionsprozess das Risiko zu verankern. Und kurz, also auch um dem nächsten Webinar eben dann vorwegzunehmen, naja, und die Verletzungen, die treten eben auf, wie sie auftreten. Ja, also die sind natürlich eben wie die anlassbezogenen Risikoanalysen auch so, dass sie unterjährig auftreten können und dann eben bearbeitet werden müssen und Abhilfemaßnahmen abgeleitet werden müssen. Mit dem Unterschied, Verletzung im eigenen Geschäftsbereich habe ich also auch mit den Abhilfemaßnahmen eine Erfolgspflicht. Das heißt, die muss ich auch tatsächlich sozusagen beenden. Im Lieferantenbereich habe ich eben in Abhängigkeit von den Angemessenheitskriterien typischerweise keine Erfolgspflicht. Ja, das heißt, Einfluss, Verursachungsbeitrag zeigen ja auch schon, wenn ich keinen Verursachungsbeitrag habe, wenn ich geringen Einfluss habe, kann ich auch keine Erfolgspflicht haben. Aber im eigenen Geschäftsbereich, wo sowohl Verursachungsbeitrag als auch Einflussvermögen natürlich zum größten Maß gegeben ist, habe ich eine Erfolgspflicht. Die nächste Frage, die dann im Fragebogen auch im Bereich des Kapitel Bs kommt, ist jene der ermittelten Risiken. Ja, und jetzt kommen sozusagen zwei Begriffe, die eben auch ganz wichtig sind, die zu trennen. Und zwar B1.3, welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse konkret ermittelt? Dann gibt es also hier Multiple Choice, wo man eben auch für den eigenen Geschäftsbereich, für die unmittelbaren Lieferanten oder mittelbaren Lieferanten getrennt anhaken kann. Und die nächste Frage ist dann, welche Risiken wurden im Berichtszeitraum bei unmittelbaren, das ist dann getrennt, unmittelbar eigener Geschäftsbereich und mittelbar, aber die nächste Frage ist dann, welche Risiken wurden priorisiert? Also es wird ganz klar unterschieden zwischen ermittelten Risiken und priorisierten Risiken. Und das ist eben auch wieder genau die Systematik, wie wir sie sozusagen im System entsprechend hinterlegt haben. Nämlich aus der abstrakten und konkreten Risikoanalyse habe ich gewisse Risiken ermittelt und über die Kombination mit den Angemessenheitskriterien in der Risikomatrix habe ich sie dann priorisiert. Und die Präventionsmaßnahmen, die zielen auf die priorisierten Risiken ab. Die zielen nicht auf alle ermittelten Risiken ab. Um das nochmal vielleicht grafisch zu veranschaulichen, was sind die ermittelten Risiken? Die ermittelten Risiken sind dann eben alle Lieferanten, unabhängig von meinem Einfluss, unabhängig von meinem Verursachungsbeitrag, die unabhängig von meinem Spend, die also unter einem gewissen Score sind, das heißt ein gewisses Risiko haben. Ja, das typischerweise könnte man sagen, eben hier unter 55
hohes oder kritisches Risiko. Alle. Auch eben hier vielleicht der ganz unten liegt, weil ich eben nur 2.000, 3.000 Euro Spend bei einem Unternehmen habe, das also einen 100 Millionen Jahresumsatz macht. Und die priorisierten Risiken sind dann eben die, die sich eben aus der Kombination von Risiko und den Angemessenheitskriterien, Einfluss- und Verursachungsbeitrag ergibt. Das, was eben bei uns im System auch die Maßnahmenpriorität genannt wird. Und um eben da sozusagen ins System zurückzukehren, eben genau jene Risiken rechts oben sind dann die priorisierten Risiken. Alle jene, die sozusagen hier rechts von 55 stehen, also zum Beispiel eben auch jener Lieferant, wäre ein ermitteltes Risiko. Und so wird dann eben auch der Bericht sozusagen entsprechend befüllt. Wie sieht das aus? Ich gehe mal hier über die Standardtexte zum Verfahren der Risikoanalyse drüber. Wurden im Berichtszeitraum auch anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt? Das vielleicht auch nochmal kurz gezeigt. Also da gibt es dann, wenn ich hier eben im Bereich Type of Regularity sage, ad hoc und nicht regular, kann ich eben auch zusätzliche Gründe auswählen, die eben mit dem Bericht entsprechend gleichgeschalten sind. Zum Beispiel eben a significant change in the risk situation due to new business areas, mit der Möglichkeit dann auch eine Begründung anzugeben. Und das wäre dann eben zum Beispiel hier, wurden im Berichtszeitraum anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt. Ja, aufgrund einer wesentlichen Veränderung der Risikolage durch neue Geschäftsbereiche, also significant change due to new business areas, wäre dann hier eben ein X. Gäbe es noch andere Risikoanalysen, die sich dann vielleicht aufgrund von zum Beispiel eben externen Faktoren oder interner strategischer Entscheidungen entsprechend angelegt wurden, dann hätte ich hier auch ein X. Die konkreten Anlässe wäre dann eben hier Gründung eines neuen Vertriebsbüros in Vietnam als Beispielfall. Und dann gibt es noch sozusagen einen Punkt, der ist dann ganz zum Schluss. Zu welchen Erkenntnissen hat diese Analyse geführt? Das ist dann also auch im Preview-Tool ein Freitextfeld, habe ich jetzt in dem Fall nicht befüllt. Und dann geht es eben weiter zu genau dem vorhin angesprochenen Punkt, nämlich welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse ermittelt. Dann eben hier das ein bisschen sozusagen im Online-Portal besser gruppiert nach eigener Geschäftsbereich, Zulieferer und mittelbarer Zulieferer. Wir müssen das dann sozusagen hier einzeln beantworten, haben also hier dann sozusagen den Strich oder das X oder eben das Not Available, wenn mittelbare Zulieferer gar nicht analysiert wurden. Aber hier wird dann eben auf die Kriterien, auf die Rechtspositionen M1 bis M10 und U1 bis U3 entsprechend ein X gesetzt, wenn eben es mindestens einen Lieferanten gibt, der in diesem Bereich ein hohes oder kritisches Risiko hat. Und da wird eben auch wieder zurückgegriffen auf dieses Matching der vom Preview abgedeckten Event-Types oder Risikokategorien mit den BAFA-Gruppen, sage ich jetzt mal. Ja, das sind dann nicht die Rechtspositionen, die sind hier, ja, sondern das sind eben diese M1 bis M10 und U1 bis U3 Gruppen. Ja. Also haben wir zum Beispiel, stellen wir bei einem Lieferanten einen Accident fest, der eben dann zu einem erhöhten Risiko bei dem Lieferanten führt, dann würden wir hier also ein X machen im Punkt M3 in der Beantwortung dieser Frage. M3, Missachtung von Arbeitsschutz. Ja, da wurde ein Risiko ermittelt beim unmittelbaren Zulieferer. Es ist dann nicht näher zu spezifizieren, es ist Multiple Choice, es ist also eine Ja- oder Nein-Frage. Dann gibt es der nächste Punkt auf die Angemessenheitskriterien. Welche wurden berücksichtigt? Das sind dann Standardtexte, denn im Preview-System werden ja die Angemessenheitskriterien, wie auch im letzten Webinar gezeigt, immer berücksichtigt. Und dann kommt es eben zur nächsten Frage, nämlich B3.1. Welche Risiken wurden im Berichtszeitraum priorisiert? Benennen Sie das konkrete Risiko und in welchem Land es auftritt. Benennen heißt eben wieder Multiple Choice, das heißt, welche von diesen Risiken
sind eben nun priorisiert worden. Das heißt eben, sind, nachdem sie ermittelt wurden, auch nach der Berücksichtigung der Angemessenheitskriterien dann priorisiert worden. Ja, das heißt, diese Liste hier kann ja nur kürzer sein wie die oben, ja, also wie die ermittelten Risiken. Und dann sollten eben hier noch die Länder entsprechend mitgenannt werden, wo eben diese Risiken entsprechend priorisiert wurden. Und dann geht es eben schon in den nächsten Punkt über. Und das ist dann eben die Frage, welche Präventionsmaßnahmen wurden im Berichtszeitraum zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken bei unmittelbaren Zulieferern umgesetzt. Auch da habe ich zunächst eine Multiple Choice, das heißt nicht Menge, sondern zunächst einmal nur, welche dieser Präventionsmaßnahmen habe ich umgesetzt. Entwicklung, Implementierung geeigneter Beschaffungsstrategien, Integration von Erwartungen in die Zuliefererauswahl, das wäre eben das vorbesprochene, die Integration in die Lieferantenselektion oder Onboarding oder eigentlich in den Selektionsprozess so. Einholen vertraglicher Zusicherungen, Code of Conduct, Schulung und Weiterbildungen, Awareness-Trainings, Vereinbarung und Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen, Thema Selbstauskunft, Desk Audit, On-Site Audit, aber auch Medienmonitoring ist auch eine Kontrollmaßnahme, die risikobasiert eingesetzt wird. Andere weitere Maßnahmen oder keine. Ja, und erst dann in einem Fragenblock darunter müssen dann auch die Maßnahmen spezifiziert werden, nämlich in der Anzahl und in der Abdeckung bzw. dem Geltungsbereich als Freitextfeld. Das heißt dann, das zeige ich Ihnen gleich, wie wir das im System auch in unserem Bericht dann entsprechend lösen. Was sind nun die Präventionsmaßnahmen? Das ist noch ein kurzer Überblick, auch wie wir das aktuell entsprechend gliedern. Präventionsmaßnahmen unterscheiden sich eben nach Wirksamkeit und Intensität und sind dementsprechend auch im PREVEF-System in Schweregradsstufen eingeteilt. Ja, S1, also Maßnahmen, die weniger wirksam sind, aber auch weniger intensiv sind. Ja, also Code of Conduct zum Beispiel oder das Medienmonitoring. Bis hin zum dann intensivsten, aber auch mitunter wirksamste Maßnahme, dem On-Site Audit. Und dazwischen eben eine Abstufung. Und genau so sozusagen ist auch die Logik des Systems, nämlich dass ich sage, die S1-Maßnahmen für die größte Menge und dann eben abgestuft die Maßnahmen S4 mit der größten Intensität eben für die kleinste Menge der Lieferanten, also eben abgestuft bis zum On-Site Audit. Und so ist sozusagen auch die Logik der Maßnahmenempfehlungen im System und die Logik der Maßnahmendefinition. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch mal kurz auch im System zeigen. Von der Risikoanalyse gibt es ja dann den Übergang in die Maßnahmenplanung. Die Maßnahmenplanung zielt eben und sollte eben auch wieder mit Fokus auf die Maßnahmenpriorität umgesetzt werden. Maßnahmenpriorität eben genau die priorisierten Risiken. Kritisch hier rechts oben, hoch hier, mittel, niedrig und keine Maßnahmenpriorität. Das heißt also, klare Empfehlung, Fokus zunächst mal auf jene Lieferanten mit eben kritischer Priorität. Zuerst diese betrachten. Zuerst sozusagen in dem Fall sind es 2 Lieferanten. Dann sozusagen erste Schritte, die man setzen kann, ist ein Code of Conduct, dort, wo es den Code of Conduct schon gibt, zu hinterlegen und dort, wo er dann geplant ist, einzuholen, zu hinterlegen. Übrigens ja auch über das PREVEF-System möglich, den Code of Conduct an den Lieferanten direkt zu schicken, sodass er diesen akzeptiert. Aber eben auch dort, wo es ihn schon gibt und wo er schon akzeptiert wurde, entsprechend als Maßnahme hinterlegen, weil das möchte man ja auch entsprechend dann berichten. Das interne Review optional in der Handreichung Risikoanalyse ist also der Begriff des Risikoinventars gefallen. Ja, das heißt, man soll also für die ermittelten Risiken
ein entsprechendes Inventar führen und eben auch Personen, die zuständig für diese Risiken sind, definieren. Und das interne Review wäre eine Möglichkeit, die wir im System geschaffen haben, wo ich eben sage, diesen Posten, ja, der eben hier auch gegliedert ist, entsprechend auf einzelne Gruppen, das kann ich auch nochmal entsprechend in internen Review aufteilen. Hier habe ich jetzt mal gesagt, für diesen Lieferanten ist eben zum Beispiel Harald Nitschinger für die weitere Bearbeitung und für die Risiken entsprechend zuständig und verantwortlich. Also auch wieder eine Möglichkeit, sozusagen die Evaluierung der Präventionsmaßnahmen und die Zuständigkeiten entsprechend zu dokumentieren. Bei dem Lieferanten habe ich mich dann entschlossen, eine Selbstauskunft zu übermitteln. Da habe ich also gesehen, der hat im Bereich Environment kritische Priorität. In den anderen Bereichen sozusagen ist er eigentlich vom Risiko her im grünen Bereich. Dementsprechend habe ich eben die Selbstauskunft dann eben spezifisch mit dem Environment Questionnaire an den Lieferanten entsprechend übermittelt, ist aber noch im Status geplant, also noch nicht abgeschickt. Ja. Und hier zum Beispiel bin ich bei dem Lieferanten mit der höchsten Maßnahmenpriorität, habe ich eben Code of Conduct und internes Review abgeschlossen, habe also 2 S1-Maßnahmen hinterlegt und das System sagt eben über die Kritikalität des Lieferanten, schlägt es also vor, im nächsten Schritt dann auf S3 zu gehen. Das heißt, in die Richtung Desk Audit, Awareness Training oder eben gegebenenfalls eben dann sogar schon in Richtung zum Beispiel eben eines On-Site Audits entsprechend zu gehen. Wenn man dann den Blick in die Lieferanten der hohen Priorität wirft, dann haben wir eben das gleiche Bild. Wir haben eben auch hier wieder hinterlegt, wo haben wir bereits eine Unterschrift auf unserem Code of Conduct oder wo ist er zum Beispiel in Progress, das heißt eben gerade angefragt, wo ist es geplant, den Code of Conduct vom Lieferanten einzuholen. Und was es dann eben noch als Besonderheit gibt, ist eben auch in Folge zum Beispiel eines Reviews zu sagen, bei diesem Lieferanten werde ich keine Maßnahme setzen. Und dann ist es aber wichtig, bei den High- und Critical Lieferanten, also bei jenen, wo das Risiko priorisiert ist, das eben auch explizit zu dokumentieren, wie ich es eben hier auch im System im Fall von BASF Ludwigshafen vorbereitet habe. Das geht dann eben hier, indem ich sage, skip all actions. Und dann gibt es einen Dialog, wo ich eben sage, für ein Jahr werde ich hier ganz bewusst bei diesem Lieferanten keine Maßnahme setzen. Mit der Begründung, dieser Lieferant ist inaktiv oder ich habe eben nach Prüfung dann doch festgestellt, ja, obwohl ich vielleicht über den Umsatzanteil einen hohen Einfluss habe, aber dieser Einfluss ist in der Praxis, in der Realität nicht gegeben und kann dann eben entsprechend auch diese Entscheidung hinterlegen. Und dann ist eben auch das im System dokumentiert und es werden dann eben auch für diesen Zeitraum keine weiteren Maßnahmen vorgeschlagen. Am Ende sozusagen des Berichtszeitraums und in der Berichtsvorbereitung würde ich dann eben meine Berichte, die sozusagen entsprechend, also meine Risikoanalysen, die jetzt entsprechend in den Bericht wandern sollen. Das heißt, um das vielleicht nochmal auf dieser Slide hier darzustellen, also ich habe eine regelmäßige Risikoanalyse eigener Geschäftsbereich, ich habe eine zweite Risikoanalyse für die Lieferanten oder unmittelbaren Zulieferer und ich habe nochmal 2 anlassbezogene Risikoanalysen. Und alle diese, insofern sie im Prüfungssystem eben durchgeführt wurden, muss ich dann eben im letzten Schritt der Analyse zum Bericht freigeben. Und insofern sie eben dann im Berichtszeitraum liegen, in dem Fall zum Beispiel Jahr 2023, werden sie dann eben in diesen Bericht inkludiert und die entsprechenden Kreuze und Informationen im Bericht dann ergänzt. Wo befindet sich nun, und das sozusagen, um den Bogen jetzt auch zu schließen, wo befindet sich denn nun der BAFA-Bericht? Der befindet sich nicht hier, weil hier kann ich nur diese einzelne Risikoanalyse nochmal exportieren.
nämlich welche Maßnahmen habe ich im Kontext dieser Risikoanalyse definiert, welche Risiken habe ich ermittelt und priorisiert. Das kann ich hier als Excel-Export exportieren. Aber den BAFA-Bericht, den gibt es im Reporting-Bereich, nämlich unter dem Bereich Create Report. Und da gibt es dann eben, kann es auch mehrere Berichte geben, aber hier gibt es eben dann den BAFA-LKSG-Bericht, wo ich eben das Berichtsjahr angeben muss. Team, wenn ich also für einzelne Tochtergesellschaften den Bericht generieren möchte. Und dann eben Create Report. Und dann wird eben der Bericht hier in den Downloads vorbereitet und ist dann eben nach einer gewissen Zeit dann auch zum Download entsprechend verfügbar. Und um da eben jetzt nochmal den Bogen auch zu schließen, also nachdem wir die priorisierten Risiken entsprechend im Bericht dann darstellen, kommen wir dann eben im Kapitel B noch zu den letzten Fragen, nämlich welche Präventionsmaßnahmen wurden im Berichtszeitraum entsprechend umgesetzt, auch da eben ganz wichtig umgesetzt, und da eben dann entsprechende Kreuze. Das Mapping eben wie schon angesprochen, das wird auch hier eben wieder im Spalte G beschrieben. Hier zum Beispiel 199 bei den vertraglichen Zusicherungen geht es eben um das Thema Code of Conduct. Bei der Frage 200 Schulungen und Weiterbildungen geht es um das Thema Awareness Training, also um den Maßnahmentyp Awareness Training, den wir auch im System anbieten. Bei den Kontrollmaßnahmen geht es eben um die Themen Selbstauskunft, Desk Audit, On-Site Audit und Medienmonitoring. Und andere weitere Maßnahmen sind eben sonstige Maßnahmen, wir haben es vorher gesehen, Offboarding, internes Review, also da gibt es dann eben noch die ein oder andere Maßnahme, die zusätzlich im System hinterlegt werden kann. Und zu guter Letzt stellen wir dann eben nochmal genau nach dieser Gruppierung eben die Maßnahmen, die eben einerseits in diesem Jahr entweder begonnen wurden oder schon abgeschlossen sind, entsprechend nochmal auch da und in dem Fall dann auch, weil eben hier auch die Anzahl gefordert ist, in einer numerischen Darstellung, wie viele Maßnahmen in welchem dieser Bereiche nun durchgeführt wurden. Und da eben auch wichtig, eben möglichst einen gewissen Mix an Maßnahmen auch entsprechend berichten zu können, ja, um eben auch darzustellen, ja, also wir haben es eben nicht nur über den Code of Conduct gelöst, sondern wir sind eben wirklich risikobasiert vorgegangen und haben eben auch Maßnahmen entsprechend nach diesem Schema Wirksamkeit, Intensität und priorisiertem Risiko entsprechend umgesetzt. Und damit bin ich auch schon am Ende sozusagen des Webinars. Ich habe Ihnen am Anfang versprochen, es ist ein dichtes Programm. Das Video wird zur Verfügung gestellt, natürlich online, und auch die Unterlagen werden zur Verfügung gestellt. Ich werfe jetzt nochmal einen Blick in die Fragen, sehe aber schon aufgrund der Menge, es sind nämlich 42, werde ich wohl nicht zu allen kommen, werde aber dann diesmal so vorgehen, dass ich also die Fragen im Nachgang beantworte und dann sozusagen anonymisiert die Fragen dann auch als Anhang zum Webinar-Mailing zur Verfügung stellen werde. So, ich werfe einen Blick in die Fragenliste. Wie viele Lieferanten zugleich kann Prewave analysieren? Also das ist natürlich eine Abhängigkeit zwischen Menge und Dauer der Analyse. Aber grundsätzlich, also ohne jetzt Namen zu nennen, also der größte Kunde ist knapp bei 100.000 Lieferanten, die er da auch in die Analyse nimmt mit Prewave. Müssen die dokumentierten Risikoanalysen der Unternehmen im System hochgeladen werden? Nein, ist mir nicht bekannt. Also es gibt eben diesen Fragebogen, der wird beantwortet und der Bericht des Fragebogens, der ist dann auf der Webseite Ihres Unternehmens zu publizieren für 7 Jahre. Die Risikoanalyse für die Branchenrisiken gestaltet sich etwas schwieriger als die der Länderrisiken. Wie genau gehen Sie davor? Ja, das kann ich mir vorstellen, denn es gibt für Länder eben sehr strukturierte Datenquellen, für die Branchenrisiken eben nicht. Daher haben wir diese Branchenrisiken selbst mittels unseren Technologien, das heißt de facto über historisches Medienrisiko erhoben. Das heißt, wir haben also in den letzten 2 Jahren
auf Basis von Millionen von verschiedenen Berichten und Datenpunkten gesehen, okay, in der Chemieindustrie gibt es eine Häufung von Unfällen und in der Textilindustrie gibt es eine Häufung von diesem oder jenem menschenrechtlichen Thema. Also wir haben über historische Häufigkeiten unser Branchenrisiko erhoben, ordnen dann eben Lieferanten Industrien zu, nutzen da auch wieder verschiedenste Datenquellen, ist in der Summe, gerade wenn man 10, 20, 30.000 Lieferanten entsprechend ins System bringt, natürlich etwas, das nicht jeder Lieferant korrekt zugeordnet wird. Wir arbeiten auch noch daran, das zu verbessern, aber Sie haben zumindest von uns also die Garantie, diese Branchenrisikoanalyse auch durchführen zu können. Wenn die Konzerntochter über 1000 Mitarbeiter hat, die Mutter aber über 3000, muss die Tochter dann erst 1.4.2025 berichten. Ja, genau, richtig. Also dann ist die Tochter in 2023 noch nicht berichtspflichtig. Muss der Mutterkonzern die Berichte der selbst berichtspflichtigen Tochterunternehmen selbst nochmal konsolidiert, im eigenen Bericht konsolidieren, oder kann sich die Mutter auf die Berichte der Töchter berufen? Also es gibt eben diese zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder die Mutter sagt eben, sie übernimmt, also die Mutter betrachtet eben den Gesamtscope sozusagen, also alle Lieferanten aller Tochtergesellschaften, und hat dann natürlich die Möglichkeit, auch diesen Bericht für die Töchter zu übernehmen. Oder eben die Tochter macht für sich sozusagen die Analyse und die Mutter eben für diesen Teil nicht. Dann muss aber sehr wohl sozusagen das Ergebnis des Berichts der Tochter in den Bericht der Mutter mit einfließen. Ja, also die Mutter muss immer über die Summe entsprechend des Konzerns berichten. Ja, auch über die Tochtergesellschaften, die nicht über 1000 oder 3000 Mitarbeitern haben. Über eingetretene Risiken, über die ich erst nach dem 1.6. substantiierte Kenntnis erlange, muss ich demnach erst im Bericht für 2025 berichten. Der Vorfall muss meine Risikoanalyse nicht mehr verändern. Das ist genau wieder das Missverständnis. Ja? Also wenn Sie substantiierte Kenntnis erlangen, dann nicht über ein Risiko, sondern über eine Verletzung. Das ist die Kombination. Ja, also wir sind sozusagen der ganze Begriff substantiierte Kenntnis zielt darauf ab, dass ich das Risiko ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Ja, also wie wollen Sie denn substantiierte Kenntnis über eine Wahrscheinlichkeit erlangen? Ja, also es geht eher im Gesetz muss ich ja die Abhilfemaßnahmen dann einleiten, wenn ich sage, ich kriege also substantiierte Kenntnis, dass etwas Konkretes passiert ist, das eine potenzielle Verletzung darstellt, und dann muss ich eben sehr wohl hier, ja, gelange ich zum Beispiel substantiierte Kenntnis über Kinderarbeit bei einem Lieferanten, naja, dann, auch wenn das ganz kurz sozusagen vor Ablauf des Berichtszeitraums ist, muss ich trotzdem beginnen. Ja, ich kann natürlich die Abhilfemaßnahmen, das ist ja auch hier dargestellt, das kann ja sozusagen länger dauern, um hier Abhilfe zu schaffen. Aber ich muss auf jeden Fall diese Verletzung, über die ich Kenntnis erlangt habe, dann berücksichtigen im Bericht. Und das tue ich eben, das ist dann eben Teil des nächsten Webinars, indem ich hier so zumindest mal ein Incident Review gestartet habe. Das heißt also, substantiierte Kenntnis kommt im Regelfall, um da auch nochmal sozusagen, also bin ich im Regelfall eben auf der rechten Seite. Ja, also über Medien oder Beschwerde oder über Whistleblowing oder Findings, und da geht es immer über Verletzungen. Ja, und da geht es weniger um das Risiko. Ja, das ist dann, Risikoanalyse ist eher was regelmäßig passiert, ja, wo natürlich künftig das Risiko vielleicht erhöht wird, ja, wenn ich oft Verletzungen sehe, wie eben vorher beschrieben. Ja. Wie ist es, wenn die Tochtergesellschaft weniger als 3000 bzw. 1000 Mitarbeiter haben, also nicht selbstberichtspflichtig sind? Ja, dann ist es eben einfach ein Teil des Scopes, der von der Mutter betrachtet werden muss. Das heißt eben, ich muss die Lieferanten dieser Tochtergesellschaft
entsprechend auch in die Analyse der Mutter übernehmen. Und diese Tochtergesellschaft ist dann eben auch Teil des eigenen Geschäftsbereichs. Muss man zwingend den Fragenkatalog auf der BAFA-Seite ausfüllen oder kann man eine eigene Lösung abgeben? Es ist korrekt, auch meine Interpretation des Gesetzes, aber also ich bin nicht Sebastian Rünz und ich bin kein Rechtsberater, aber es ist tatsächlich auch meine Interpretation und ich glaube, das wird auch tatsächlich eingangs in der Einleitung dieses Fragenkatalogs erwähnt. Also es ist nicht die gesetzliche Vorgabe, exakt diesen Fragenkatalog zu beantworten. Die gesetzliche Vorgabe ist eben im Gesetz und sagt, dass ein Bericht mit gewissen Kriterien abzugeben ist. Ja? Also das heißt, ich muss nicht diesen Weg gehen. Was das natürlich für Implikationen in der Praxis hat und sozusagen, wie dann vielleicht das BAFA auch diesen Bericht bewertet, ist natürlich eine andere Frage. Ja, aber grundsätzlich ist es auch meine Interpretation, aber da bitte, also holen Sie sich Rechtsberatung für diese Frage, aber ist es meine Interpretation, dass es tatsächlich eben nicht zwingend dieses Online-Portal, dieser Bericht sein muss. Genau. Was wird als aktiver Lieferant angesehen? Ja, also das sind jetzt eben, da gibt es eben jetzt ich sage es bewusst, Graubereich an Fragestellungen, die eben weder in einer Handreichung definiert sind, die einfach aufgrund ihres Detailgrades technisch, so dermaßen technisch sind, ja, auch ja, was muss jetzt der Spend sein? Ja? Muss das der vom Vorjahr sein oder kann das ein Durchschnitt sein der letzten 3 Jahre? Das ist also auch in keiner Handreichung dann drinnen in diesem Detailgrad. Da muss man schlichtweg in einer vernünftigen und erklärbaren Art und Weise vorgehen und das Vorgehen dokumentieren. Ja, das heißt also, welche Entscheidung habe ich getroffen? Was für Rahmenbedingungen bieten mir auch meine IT und meine Systeme? Ja, das ist also, sage ich mal, das ist etwas, das also einfach derartig divers auch bei Unternehmen ist. Definition aktiver Lieferant ist oft einfach auch eine Systemfrage. Ja? Also wie ist das jetzt vielleicht in meinem SAP oder in meinem sonstigen Beschaffungssystem hinterlegt? Ist das ein Häkchen? Bedeutet das Spend in den letzten 12 Monaten? Also da müssen Sie auch eine Definition wählen, die für Sie auch erreichbar ist und die Sie auch umsetzen können. Wichtig ist, dass die eben erklärbar ist, dass die auch, wenn man sozusagen auditiert wird, dass man da eben eine gute Antwort auf das hat und eine nachvollziehbare Antwort auf das hat. Wie verhält es sich, wenn der Einkauf Rohstoffe überwiegend bzw. fast ausschließlich durch die nicht deutsche Konzernmutter durchgeführt wird? Das ist tatsächlich ein Punkt, der, wenn man also ganz strikt nach dem Gesetz geht, kann also auch diese interne Lieferbeziehung, ja, von der ausländischen Mutter oder vielleicht auch einer anderen Schwestergesellschaft im Ausland, die vielleicht dann eine Rohstoffbeschaffungsgesellschaft ist, zur deutschen Niederlassung als Zulieferbeziehung gesehen werden. Ja, und das heißt also, das kann, wenn man es ganz strikt nach dem Gesetz auslegt, dazu führen, dass ich mir, weil ich dann schon beim unmittelbaren Zulieferer intern bin, also meine Schwestergesellschaft ist mein Zulieferer, nicht noch weitergehen muss. Ja? Ist aber sage ich mal, eine Vorgehensweise, die kann man wählen, ist aber eine, die, also wo sich auch durchaus herausstellen kann, dass das dann nicht die Intention des BAFAs war und dann, also das ist sicherlich etwas, ja, da kann man strikt nach dem Gesetz die Interpretation treffen. Das ist mein Zulieferer. Ich prüfe nur eigentlich meine Schwestergesellschaft und gehe nicht dahinter, also kümmere mich nicht um die eigentliche Rohstoffbeschaffung. Wenn man dann wieder mit Angemessenheitskriterien argumentiert und vielleicht sagt, Art und Umfang der Geschäftstätigkeit und ist ja klar, dass das ein Risikobereich ist, dann ist es vielleicht
auch vielleicht eine Ressourcenfrage. Ja, also ist es sozusagen einfach auch etwas, wo Sie sagen, ja, da gehen wir eben bewusst auch strikt über den Wortlaut des Gesetzes hinaus, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Ja. Gibt es die Pre-Web-Selbstauskünfte auch auf Deutsch? Wir übersetzen sie gerade. Es ist nur eine Frage von 1 bis 2 Wochen, bis wir die auch Übersetzungen dann im System zur Verfügung haben. Nicht nur auf Deutsch, aber aktuell glaube ich nur auf Englisch. Sind mit allen Lieferanten alle aktiven Lieferanten gemeint? Ja, richtig. Und natürlich nur die aktiven Lieferanten. Eben genau zu diesem Stichtag, den wir betrachten. Ist denn wirklich jeder Lieferant, der aktiv im Berichtsjahr geliefert hat, in die Analyse aufzunehmen? Oder kann man zum Beispiel anhand eines festgelegten Einkunftswerts die Selektierung vornehmen? Nein. Ja, also das ist also, da begeben Sie sich ganz klar in einen Red Flag. Das ist im Gesetz so nirgends vorgesehen, das ist in keiner Handreichung vorgesehen, dass ich sage, setzen Sie eine Spendgrenze. Ist das praxisnah? Nein. Ja? Aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist nicht die Meinung des Gesetzes oder das ist nicht die Darlegung im Gesetz. Aber natürlich heißt das nicht, dass Sie alle Lieferanten nach Pre-Wave laden müssen. Sie müssen dann schlichtweg eine Risikoanalyse durchführen, die eben auch diese Lieferanten entsprechend betrachtet. Ja. Im Pre-Wave-System fallen eben genau diese Lieferanten natürlich raus, weil ja der Einfluss dort nicht gegeben ist, sozusagen. Ja. Das heißt, die sind in der Matrix alle im unteren Bereich und dementsprechend werden die nie für eine Maßnahme vorgeschlagen. Ja. Aber wichtig ist, sie müssen einen konsistenten Ansatz entsprechend darlegen können, den sie eben für alle ihre Lieferanten auch zur Anwendung gebracht haben und eben nicht eine Grenze unter 10.000 Euro Spend gesetzt haben. Das wäre aus aktueller Sicht nicht zu empfehlen. Wie viele Lieferanten können maximal in Ihr System geladen werden? Also wir haben aktuell, glaube ich, 600.000 Lieferanten im System. Und wie schon vorher gesagt, also größter Kunde bei den 100.000 Lieferanten. Und natürlich, also es gibt da also keine Grenze. Es ist dann eben nur die Frage der Dauer, ja, also die sozusagen, wie lange dauert es dann sozusagen, diese Lieferanten ins System zu bringen. Und in Größenordnung über 100.000 Euro sind wir dann auf jeden Fall schon bei mehreren Monaten. Ja, also und 4 Monate, 5 Monate oder länger. Ja. Und da würde sich dann eben wieder eine Beladung in Wellen anbieten. Fällt die Einführung eines neuen Lieferanten unter Anlass bezogen? Nein, eben nicht. Der neue Lieferant geht ins nächste Jahr. Ist der Wechsel eines Lieferanten eine anlassbezogene Risikoanalyse? Nein. Ja, also die Anlässe sozusagen sind schon recht gut auch definiert und beschreiben eben wesentliche Veränderungen im Geschäft. Ja, also und Lieferantenwechsel, neuer Lieferant ist ja ein regulärer Geschäftsbetrieb. Ja. Und da ist einfach dann im nächsten Jahr in der Risikoanalyse nämlich diese Veränderung des neuen Lieferanten dann eben mit. Welche Faktoren stecken hinter dem Impact der Risikomatrix? Hinter dem Impact der Risikomatrix stecken ganz konkret das Einflussvermögen und der Verursachungsbeitrag. Sie sagten, dass neue Lieferanten erst im Folgejahr einer Risikoanalyse unterzogen werden müssen. Woraus leiten Sie das ab? Aus der Handreichung der BAFA, aus einem Gespräch mit Sebastian Rünz dieser Woche. Ich weiß nicht, ob Ihnen das als Quelle genügt. Ja. Müssten wir Sebastian Rünz fragen, woher er es gewusst hat, aber er hat es mir so erklärt. Wie erfolgt über Pre-Wave das Awareness-Training? Ist das als Präventionsmaßnahme ausreichend? Wir werden am 12. Mai am sogenannten Pre-Wave Day dahingehend neue Funktionalitäten vorstellen. Also bleiben Sie gespannt.
Kann man Preview von SAP Ariba anbinden? Ja, auch schon umgesetzt. Wie kann der unternehmenseigene Code of Conduct im System berücksichtigt werden? Entweder Sie nutzen Preview, um den Code of Conduct zu schicken, dann wird es als Selbstauskunft im System hinterlegt, also wirklich als Selbstauskunft, die entweder auf Ihren Code of Conduct verlinkt, oder sogar, wenn man sogar als Unterschriftenfeld dann drunter, dann können Sie wirklich Ihren Code of Conduct auch schicken an die Lieferanten. Gibt natürlich viele Kunden, die sagen, ja, das mache ich über Ariba oder das mache ich über DocuSign oder welche immer anderen Methoden es da gibt. Dann ist einfach die Dokumentation. Ja, das heißt, dann haben Sie einfach sozusagen, sprechen Sie mit Ihrem Customer Success Manager, schicken Sie uns eine Liste und wir laden Ihnen sozusagen das auch gerne ins System, wenn das natürlich schon aktuell 3.000, 4.000 Lieferanten betrifft, die den schon unterschrieben haben. Ja. Aber dann laden wir eben genau diese Maßnahme eben für Sie ins System hinein. Jetzt sehe ich noch einige Fragen. Ja, werden die Unterlagen zur Verfügung gestellt? Ja, und auch das Video wird zur Verfügung gestellt. Und mit Blick auf die Uhr werde ich es tatsächlich so machen, die noch restlichen Fragen dann nochmal schriftlich zu beantworten. Ich bedanke mich wieder für Ihre rege Teilnahme. Es sind noch immer also fast 200 Teilnehmer im Webinar, obwohl wir schon eine halbe Stunde überzogen haben. Also ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, die Inhalte waren gehaltvoll. Und wie gesagt, Folgewebinare auch zum Thema Verletzung, Abhilfemaßnahmen kommen zeitnah. Und damit sage ich vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und auch ein schönes Wochenende.